Warum soll ich auf Deutsch lesen? Viele meiner Schüler fragen mich das. Sie sagen, Lesen hilft mir nicht beim Sprechen. Und ich verstehe diesen Gedanken sehr gut, denn ich habe früher genau das Gleiche gedacht. Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, war jedes zweite Wort fremd. Mehr als einmal wollte ich aufhören. Aber genau in diesem Moment habe ich etwas Wichtiges gelernt. Etwas, das mein Deutsch komplett verändert hat. Und heute weiß ich, Lesen war der Grund, warum ich angefangen habe, auf Deutsch zu denken. Viele Lernende haben am Anfang einen großen Denkfehler. Sie glauben, Sprechen lernt man nur durch Sprechen. Sie denken, wenn ich mehr rede, werde ich automatisch besser. Und alles andere, besonders Lesen, wirkt langsam, langweilig und irgendwie nutzlos. Vielleicht denkst du das auch. Vielleicht hast du schon oft ein Buch oder einen Text auf Deutsch gesehen und gedacht, das ist zu schwer. Das bringt mir nichts fürs Sprechen. Ich übersetze sowieso alles im Kopf. Genau diesen Gedanken höre ich sehr oft von meinen Schülern. Und ehrlich gesagt hatte ich ihn selbst auch. Lesen fühlt sich am Anfang an wie Stillstand. Du sitzt da, liest langsam, verstehst wenig und fragst dich, warum mache ich das überhaupt? Deshalb möchte ich dich kurz fragen. Liest du auf Deutsch oder vermeidest du es eher? Sei ehrlich zu dir. Viele vermeiden Lesen, weil es uns unsicher macht. Aber genau hier beginnt etwas Wichtiges, denn dieser Denkfehler hält viele Lernende lange auf. In diesem Video möchte ich dir zeigen, warum Lesen kein Umweg ist, sondern ein Schlüssel. Und warum genau hier dein Deutsch anfangen kann, sich wirklich zu verändern. Am Anfang meiner Deutschreise sah meine Realität genau so aus. Ich hatte meine ersten Texte auf Deutsch vor mir liegen und habe mich gefühlt, als würde ich durch Nebel laufen. Ich habe jeden Satz sehr langsam gelesen. Nach 2, 3 Wörtern musste ich stoppen. Manche Sätze habe ich 3-mal gelesen und trotzdem nicht richtig verstanden. Das hat frustriert. Ich habe mich unsicher gefühlt und mich oft mit anderen verglichen. Ich habe gesehen, wie schnell sie gelesen haben, wie locker sie gesprochen haben, und ich dachte, mit mir stimmt etwas nicht. In meinem Kopf kam immer wieder derselbe Gedanke. Ich bin schlecht in Sprachen. Vielleicht habe ich kein Talent dafür. Vielleicht ist Deutsch einfach zu schwer für mich. Dieser Gedanke hat mich lange begleitet und mich kleiner gemacht, als ich war. Ich wollte manchmal aufgeben, weil ich dachte, ich komme nie auf dieses Niveau. Aber heute weiß ich etwas, das damals alles verändert hätte. Das Problem. Das Problem war nicht meine Intelligenz. Das Problem war nicht meine Motivation. Und es war auch nicht mein Gehirn. Das war nicht mein Problem. Der Wendepunkt kam leise, fast unbemerkt. Ich habe weitergelesen, obwohl es schwer war. Und plötzlich sind mir Dinge aufgefallen. Bestimmte Wörter sind immer wieder aufgetaucht. Am Anfang habe ich sie jedes Mal nachgeschlagen. Dann habe ich gemerkt, dieses Wort kenne ich doch. Ich musste nicht mehr ins Wörterbuch schauen. Ich habe es einfach verstanden, weil ich es schon oft gesehen hatte. Genau da beginnt etwas Wichtiges im Gehirn. Es fängt an, Muster zu erkennen. Wörter stehen nicht allein, sie kommen immer in ähnlichen Situationen vor. Mein Kopf hat diese Verbindungen gespeichert, ohne dass ich es bewusst gelernt habe. Und dann kamen die ersten Aha-Momente. Ich habe einen Satz gelesen und plötzlich komplett verstanden. Nicht perfekt, aber genug. Das Gefühl war unglaublich. Es war, als würde sich eine Tür öffnen. Ab diesem Moment wusste ich, Lesen arbeitet im Hintergrund für mich. Nicht laut, nicht schnell, aber sehr effektiv. Und jetzt frage ich dich, kennst du dieses Gefühl?
Hast du schon einmal gemerkt, dass du einen deutschen Satz plötzlich einfach verstehst, ohne nachzudenken? Wenn du liest, trainierst du dein Gehirn auf eine sehr natürliche Weise. Stell dir Wörter wie kleine Bausteine vor. Am Anfang hast du nur wenige davon und alles fühlt sich wackelig an. Beim Lesen kommen immer mehr Bausteine dazu. Und das Beste ist, sie kommen automatisch. Du musst sie nicht auswendig lernen. Du siehst sie immer wieder, in unterschiedlichen Sätzen, in verschiedenen Situationen. Diese Wiederholung passiert ohne Druck. Niemand schaut zu. Niemand bewertet dich. Es gibt keinen Test und keine Fehler. Du darfst langsam sein, du darfst stoppen, du darfst zurückgehen. Genau deshalb ist Lesen so stark. Es ist stilles Training. Dein Gehirn arbeitet im Hintergrund und verbindet Wörter miteinander. Es merkt sich, welche Wörter zusammenpassen und wie Sätze aufgebaut sind. Und irgendwann passiert etwas Besonderes. Es passiert einfach. Wenn du sprichst, tauchen diese Wörter einfach auf. Du weißt oft nicht warum, aber sie sind da. Du musst weniger übersetzen, weniger überlegen. Lesen bereitet dein Sprechen vor, auch wenn du gerade nicht sprichst. Es ist wie ein inneres Training, das dich Schritt für Schritt sicherer macht, ohne Stress, ohne Zwang, aber mit echter Wirkung. Wenn du regelmäßig liest, verändert sich dein Wortschatz ganz leise, aber sehr stark. Am Anfang suchst du jedes Wort im Kopf. Du willst etwas sagen, aber der Satz bleibt stecken. Beim Lesen passiert etwas anderes. Du siehst Wörter immer wieder. Nicht einmal, sondern 10-mal, 20-mal. In verschiedenen Sätzen, in verschiedenen Geschichten. Dein Gehirn merkt sich diese Wörter, ohne dass du es bewusst lernst. Und dann, eines Tages, merkst du es im Alltag. Du willst etwas sagen, und plötzlich kommt das Wort einfach. Du denkst nicht lange nach. Du übersetzt nicht mehr Wort für Wort. Der Satz kommt schneller. Genau das gibt Sicherheit. Ich erinnere mich noch gut an einen Moment, in dem ich zum ersten Mal einen ganzen Satz gesagt habe, ohne im Kopf zu stoppen. Es war nichts Besonderes, ein ganz normaler Satz, aber für mich war es ein riesiger Schritt. Ich wusste, etwas hat sich verändert. Und das kam nicht vom Auswendiglernen, sondern vom Lesen. Mach hier kurz eine kleine Pause. Denk an ein deutsches Wort, das dir früher schwer gefallen ist und heute leichter kommt. Genau so fühlt sich Fortschritt an. Beim Lesen lernst du Grammatik, ohne dass es sich wie Grammatik anfühlt. Du sitzt nicht vor Tabellen, du lernst keine langen Regeln auswendig. Du siehst die Sprache einfach so, wie sie benutzt wird, in echten Sätzen, in echten Texten. Du siehst immer wieder der, die, das. Und irgendwann weißt du einfach, was richtig klingt. Nicht, weil du die Regel erklären kannst, sondern weil dein Gefühl stimmt. Das Gleiche passiert mit den Zeiten. Du liest, wie Menschen über gestern, heute oder morgen sprechen. Du siehst, wie Verben sich verändern, ganz automatisch. Dein Gehirn speichert diese Muster, ohne Druck. Wenn du später sprichst oder schreibst, greifst du darauf zurück. Ganz unbewusst. Der große Unterschied ist, Tabellen sind kalt. Sie erklären, aber sie bleiben im Kopf stecken. Texte sind lebendig. Sie zeigen dir die Grammatik in Bewegung. Immer wieder, in vielen Variationen. Genau deshalb bleibt sie hängen. Lesen ist wie ein leiser Lehrer, der dich begleitet, ohne dich zu stressen. Mit der Zeit passiert beim Lesen noch etwas sehr Wichtiges. Deine innere Stimme verändert sich. Am Anfang liest du und übersetzt fast jeden Satz in deine Muttersprache. Das kostet Kraft und macht müde. Aber je mehr du liest, desto öfter bleibt diese Übersetzung weg. Du verstehst den Satz direkt.
ohne Umweg. In deinem Kopf entstehen ganze Sätze auf Deutsch, nicht einzelne Wörter. Und genau hier beginnt der Durchbruch. Du merkst plötzlich, dass du nicht mehr alles kontrollierst. Die Sprache läuft ein Stück von allein. Wenn du später sprechen willst, musst du nicht mehr alles bauen. Die Struktur ist schon da. Das Denken wird ruhiger. Das Sprechen wird flüssiger. Lesen ist der Ort, an dem Deutsch langsam deine innere Sprache wird. Nicht laut, nicht sichtbar, aber sehr stark. Lesen mit Fehlern. Der größte Fehler beim Lesen ist der Wunsch, alles verstehen zu wollen. Fast alle Lernenden machen genau das. Du liest einen Text und schon beim ersten unbekannten Wort stoppst du. Du greifst zum Wörterbuch. Du übersetzt. Dann liest du weiter, bis zum nächsten Wort, das du nicht kennst. Wieder stoppen. Wieder nachschauen. Nach ein paar Zeilen bist du müde, frustriert und denkst, Lesen bringt mir nichts. Aber genau hier liegt der Denkfehler. Lesen ist kein Test. Niemand erwartet, dass du jedes Wort verstehst. Auch Muttersprachler verstehen nicht jedes Wort in jedem Text. Der Sinn beim Lesen ist nicht Perfektion, sondern Bewegung. Dein Gehirn braucht Fluss. Wenn du ständig stoppst, reißt du diesen Fluss immer wieder ab. Dann kann dein Kopf keine Muster erkennen. Er sieht nur einzelne Wörter, aber keine Zusammenhänge. Zu viel Wörterbuch ist wie eine Bremse. Es fühlt sich fleißig an, aber es blockiert das Lernen. Viel besser ist es, weiterzulesen, auch wenn du nicht alles verstehst. Oft erklärt der nächste Satz das Wort von selbst. Manchmal brauchst du das Wort gar nicht, um den Text zu verstehen. Und manchmal erkennst du die Bedeutung erst beim 3. oder 4. Mal lesen. Genau so lernt dein Gehirn am besten. Lesen darf unperfekt sein. Du darfst Wörter überspringen. Du darfst raten. Du darfst Dinge nur ungefähr verstehen. Das ist kein Fehler, das ist der Weg. Wenn du lernst, mit Unsicherheit zu lesen, wird Lesen plötzlich leichter. Du bleibst länger im Text. Du hast weniger Stress. Und dein Wortschatz wächst trotzdem. Vielleicht sogar schneller. Ein guter Trick ist, frag dich nicht, was bedeutet jedes Wort, sondern worum geht es hier? Wenn du das beantworten kannst, hast du genug verstanden. Das Wörterbuch kannst du dir für 1 oder 2 wichtige Wörter am Ende aufheben. Nicht für jedes kleine Detail. Lesen ist wie Spazierengehen, nicht wie Stolpern. Je flüssiger du gehst, desto weiter kommst du. Wenn du diesen einen Fehler loslässt, verändert sich dein ganzes Lesen. Und genau dann beginnt echtes Lernen. Richtig lesen heißt nicht viel lesen, sondern gut lesen. Vor allem am Anfang sind kurze Texte perfekt. Ein kleiner Artikel, eine kurze Geschichte, ein Abschnitt aus einem Buch. Du musst kein ganzes Kapitel schaffen. Es reicht, wenn du ein paar Minuten liest und dabei ruhig bleibst. Viel wichtiger als die Länge ist die Regelmäßigkeit. Lieber jeden Tag 10 Minuten als einmal pro Woche 1 Stunde. So bleibt Deutsch in deinem Kopf aktiv, ohne Druck. Lesen soll sich leicht anfühlen, nicht wie Arbeit. Setz dir immer ein kleines Ziel. Zum Beispiel, ich lese heute eine Seite. Oder ich lese bis zum Ende dieses Textes, ohne zu stoppen. Wenn du dieses Ziel erreichst, ist das ein Erfolg. Genau diese kleinen Erfolge halten dich motiviert. Wenn du merkst, dass du müde wirst, hör auf. Lesen funktioniert nur gut, wenn dein Kopf entspannt ist. Du musst nichts beweisen. Du lernst für dich. Und noch etwas Wichtiges. Lies Dinge, die dich wirklich interessieren. Nicht das, was man lernen sollte, sondern das, was dich neugierig macht. Geschichten, Themen, Menschen, Alltag. Sprache lebt von Interesse. Eine kleine Frage an dich. Was liest du gerade auf Deutsch? Ein Buch, Nachrichten, kurze Texte oder vielleicht noch gar nichts?
Schreib es dir bewusst auf. Denn der erste Schritt ist nicht perfekt zu lesen, sondern überhaupt anzufangen. Motivation bleibt oft abstrakt, bis man sie sichtbar macht. Genau hier helfen Zahlen. Stell dir vor, du liest jeden Tag nur 10 Seiten. Das klingt wenig. Vielleicht 20 Minuten am Tag. Viele Menschen verbringen mehr Zeit am Handy. Aber jetzt kommt der wichtige Teil. Seite für Seite. 10 Seiten pro Tag sind in einem Jahr über 3000 Seiten. Das sind mehrere Bücher, Tausende von Sätzen, Zehntausende von Wörtern, die dein Gehirn gesehen hat. Selbst wenn du nur einen Teil davon wirklich aktiv lernst, ist der Effekt riesig. Dein Wortschatz wächst, ohne dass du es jeden Tag merkst. Deine Grammatik wird sicherer, weil du die Strukturen immer wieder siehst. Dein Gefühl für Deutsch wird stärker. Und genau das macht Fortschritt greifbar. Du kannst sagen, ich habe das geschafft. Ich habe diese Seiten gelesen. Das ist real. Das ist messbar. Lernen fühlt sich oft unsichtbar an, aber Lesen hinterlässt Spuren. Jede Seite ist ein kleiner Schritt. Und viele kleine Schritte verändern am Ende dein ganzes Deutsch. Wenn du beginnst, deinen Fortschritt so zu sehen, bleibt Motivation nicht nur ein Gefühl, sondern wird zu etwas Konkretem, das dich weiterträgt. Lesen und Sprechen gehören zusammen. Lesen ist die Vorbereitung, Sprechen ist die Bewegung. Wenn du viel liest, gehst du anders in Gespräche. Du hast weniger Angst, weil du weißt, dass Wörter in deinem Kopf sind. Du hast sie gesehen, oft gelesen, vielleicht schon innerlich gehört. Dadurch fühlst du dich sicherer, auch wenn du noch Fehler machst. Und genau das macht dich mutiger. Beim Sprechen musst du nicht mehr alles neu erfinden. Viele Sätze kommen aus dem Gefühl heraus. Sie klingen natürlicher, weil du sie so oder so ähnlich schon gelesen hast. Lesen gibt dir einen inneren Vorrat an Sprache. Wenn du dann sprichst, greifst du darauf zurück. Nicht perfekt, aber echt. Die Angst wird kleiner, weil du merkst, ich kenne diese Struktur, ich kenne diese Wörter, und je öfter du diesen Kreislauf erlebst, lesen, verstehen, sprechen, desto mehr wächst dein Vertrauen. Lesen macht dich ruhig, Sprechen macht dich lebendig. Zusammen sind sie die stärkste Kombination für echtes, natürliches Deutsch. Zum Schluss möchte ich dir noch etwas Wichtiges sagen. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann bist du jemand, der wirklich etwas verändern will. Deutsch lernen ist kein Sprint, es ist ein Weg. Und Lesen ist einer der ehrlichsten Begleiter auf diesem Weg. Du brauchst kein perfektes Buch, kein perfektes Niveau und keinen perfekten Plan. Du brauchst nur die Entscheidung, dran zu bleiben. Eine Seite heute, vielleicht 2 morgen. Und irgendwann merkst du, dass sich etwas verändert hat. Nicht plötzlich, sondern leise. Wörter kommen schneller. Sätze fühlen sich richtiger an. Gespräche machen weniger Angst. Genau das ist echtes Lernen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann schreib mir gern in die Kommentare, was du gerade auf Deutsch liest oder was du gerne lesen würdest. Das motiviert nicht nur mich, sondern auch andere Lernende. Wenn du Fragen hast oder unsicher bist, schreib sie ebenfalls unten rein. Ich lese alles. Wenn du willst, dass mehr Menschen diesen Weg entdecken, dann gib dem Video ein Like und teile es mit jemandem, der gerade Deutsch lernt. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du mehr ruhige, ehrliche Tipps zum Deutschlernen willst. Ich begleite dich gern weiter. Denk daran, jede Seite zählt, jedes Wort zählt. Und du bist weiter, als du denkst. Bleib dran, bleib neugierig und hab Vertrauen in deinen eigenen Weg.